Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Morgen, dass wir zusammenkommen können und studieren können. Herr, ich bitte dich, dass du alle Störende fernhältst und dass du uns Weisheit gibst, diese Dinge zu verstehen und dass wir sie auch verinnerlichen können. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. So for some of you watching, Wenn man, say that again? some of you watching Also diejenigen, die hier das anschauen, die Ähm, Videos, might be unfamiliar what we're doing here. mögen vielleicht damit nicht vertraut sein, was wir hier tun. So I want to give a little bit more of an introduction. Also möchte ich hier mehr eine Einführung geben. If you to turn to Matthew 13, Lasst uns zu Matthäus 13 gehen. Matthew 13:24. Matthäus 13, Vers 42, 24. We'll just read 24 to 27. Und wir lesen einfach die Verse 24 bis 27. (13, 24 to 27). Yeah. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Herrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? So in this parable, In diesem Gleichnis you have a man sowing. hat man einen Mann, der sät, He's sowing a field. und er sät auf einem Feld. And who is that man? Wer ist dieser Mann? If you were to go to Christ's object lessons, Wenn man zu Christi Gleichnisse gehen würde, zu diesem Buch, 63.1, zur Seite 63, Paragraph 1 im Englischen, she says, He that sowed the seed is God, Jesus. der den Samen sät, ist Gott bzw. Jesus. God sows the seed. Gott tut diesen Samen säen. The seed are the children of the kingdom. Der Same der Kinder der Menschheit, And you have good seed and Mm. bad seed. des Königreichs. Und man hat guten Samen und man hat schlechten Samen. This is the story of agriculture. Das ist die Geschichte der Agrikultur, der Landwirtschaft. If you were to go to Mark 4, Wenn man zum Markus 4 geht, verse 26. Vers 26. (26 to 29). 26 bis 29. Und er sprach: Mit dem Reiche Gottes ist es so, wie ein Mann den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt auf und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. So this is the same parable of agriculture. Also dies ist das gleiche Gleichnis über die Landwirtschaft. Seed is sown. Also der Same wird gesät, It's going to grow, develop, and then be harvested. es wird gesät, dann wächst es und dann wird es geerntet. But from this perspective, Aber von dieser Perspektive, this man sleeps. schläft dieser Mann. Does God sleep? Tut Gott schlafen? No. Nein. This man doesn't know what's happening to the seed. Dieser Mann weiß nicht, was mit dem Samen passiert. He doesn't know how it grows. Er weiß nicht, wie es wächst. God knows how that seed grows. He created it. Gott weiß, wie dieser Same wächst. Er hat es kreiert oder erschaffen. So who is the man? Also wer ist denn der Mann? It's people. Das sind Menschen. So this is the same parable Also das ist das gleiche Gleichnis of agriculture. über die Landwirtschaft. A seed is sown, Ein Samen wird gesät, it grows and develops, er wächst und entwickelt sich and then it's harvested. und dann wird es geerntet. But from one perspective, Aber von einer Perspektive, the sower is God.
ist der Seher Gott. From another perspective, it's human beings. Und von einer weiteren Perspektive sind es Menschen. So one parable Also ein Gleichnis can have multiple perspectives. kann mehrere Perspektiven haben. Going back to Ipsos, Wenn wir zurück zu Ipsos gehen, one perspective, eine Perspektive Seleucus is a branch of the US government. ist Seleukus ein Zweig der US-Regierung. Another perspective, Und in einer anderen Perspektive Seleucus is the king of the north. ist Seleukus der König des Nordens. Multiple perspectives for one parable. Mehrere Perspektiven für ein Gleichnis. You might go to this parable Man kann vielleicht zu diesem Gleichnis hier gehen and you might say, und man kann sagen, I know what it's like to grow fruit, or I know it's like to grow vegetables. ich weiß, wie es ist, wenn man Gemüse anbaut. There must also be weeds in his garden. Da muss es auch Unkraut in seinem Garten geben. What is he doing about them? Was tut er mit diesen? Who's watering it? Wer tut es denn Wasser geben? And if you know agriculture, Und wenn man die Landwissenschaft kennt, you could look at this story dann kann man diese Geschichte betrachten and talk about the weeds in his field, und über das Unkraut in seinem Feld because nachschauen. you know there has to be weeds. Denn man weiß, dass es da Unkraut geben muss. It's not included in the story, Aber in dieser Geschichte wird es nicht erwähnt. because from this perspective, Denn von dieser Perspektive, even though they're there, auch wenn sie da sind, they are irrelevant. sie sind irrelevant. It's noise. Sind Störungen. From one perspective, Also von einer Perspektive Lysimachus is a branch of the US government. ist Lysimachus ein Zweig von der US-Regierung. From one perspective, we're talking about weeds. Von einer anderen Perspektive tun wir über Unkraut reden. From another, Lysimachus doesn't exist. Von einer anderen Perspektive sehen wir, dass Lysimachus gar nicht existiert in dem Sinn. And from another perspective, there are no weeds in this story. Und von einer anderen Perspektive sehen wir, dass es da kein Unkraut in der Geschichte gibt. Everything that we're doing Alles, was wir tun, is implementing the rules of parables ist die Regeln der Gleichnislehre anzuwenden oder mit einzubeziehen. to remind us of a quote Um uns von einem lass uns ein Zitat erinnern, that we've read before welches wir bereits vorher schon gelesen haben, from Testimonies, Volume 8. vom 8. Band der Zeugnisse, At Pentecost, Seite 267, Paragraph 2, um Pfingsten, which you can see as a midnight cry, welches man als einen Mitternachtsruf markieren kann, they understand truths through parables. verstehen sie Wahrheiten durch Gleichnisse. When the Holy Spirit is poured out, Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, they're understanding Christ's parables. verstehen sie die Gleichnisse von Jesus oder Christus. That's what it means to have the Holy Spirit poured out at Pentecost. Das ist es, was es bedeutet, den Heiligen Geist an Pfingsten zu empfangen oder ausgegossen zu bekommen. We could go to another parable Wir könnten zu einem weiteren Gleichnis gehen and we could talk about a sheep und wir könnten über ein Schaf reden and a shepherd. und einen Schäfer. We know that the sheep Wir wissen, dass das Schaf equals us gleich uns ist and the shepherd und dass der Schäfer equals Christ. Christus darstellt. You could look at that parable Man könnte dieses Gleichnis betrachten and you could say, but I don't have wool. und sagen, aber ich habe keine Wolle, I can speak. ich kann sprechen, No one has to take me to water. niemand muss mich zum Wasser bringen. And you could start having problems with that parable. Und man könnte anfangen, Probleme mit diesem Gleichnis zu haben. That is because we can tend to try and bring in the noise. Und das ist, weil wir oft dazu geneigt sind, diese Störungen mit einzufließen zu lassen. For this parable, Aber dieses Gleichnis, there's a story da gibt es eine Geschichte and there's relevant points und da gibt es Punkte, die relevant sind, that connect to another story. die sich mit einer anderen Geschichte verbinden. And the parts that don't connect, Und diese Teile, die nicht sich verbinden lassen, we don't use, they're irrelevant. benutzen wir nicht, weil sie irrelevant sind. So the fact that the sheep has wool So der Fakt, dass das Schaf Wolle hat, is irrelevant when we take from that a spiritual lesson. ist irrelevant, wenn wir davon eine geistliche Lehre ziehen möchten. For those who haven't seen recent presentations, Für diejenigen, die vor kurzem aufgenommenen Präsentationen nicht angeschaut haben,
If we were to consider the Millerite reform line Wenn wir die Geschichte der Milleriten betrachten würden, from 1798 von 1798 to October 22, 1844, bis zum 22. Oktober 1844, we can place many waymarks here. dann können wir hier viele Wegmarken markieren. I want to mark one. Und ich möchte eine markieren. We can talk about July 21st. Und wir können hier über den 21. Juli reden. You can build others. Und man könnte andere Oh. auch hier aufmarkieren. August 1, Der 1. August, August 15. 15. August. What we began to do a couple of days ago. Was wir anfingen vor ein paar Tagen, dass wir angefangen haben, dies zu machen. You can see this on multiple levels. Man kann das auf mehreren Ebenen sehen. Is recognize that you can compare and contrast Ist, dass man erkennen kann, dass man parallel und gegenüberstellt internal and external. stellen kann, und zwar dies intern und extern. Externally, Extern from 2014, von 2014 there's a change in the US government. gibt es eine Änderung in der US-Regierung. There's a change in their leadership. Da gibt es eine Änderung in ihrer Leitung. Internally in this movement, Intern in dieser Bewegung from July 21st, vom 21. Juli 2014, bis 2014, there's a change in the movement of this leadership. da gibt es auch Leadership of this movement. Sorry. innerhalb dieser Bewegung eine Wechsel in der Leitung. If we were to take that to Millerite history, Und wenn man das zur Milleritengeschichte nimmt, first you have Miller, sieht man, dass man erst Miller hat, then you have Snow. und dann hat man Snow. You could go to other reform Und lines, man könnte zu anderen Reformlinien gehen, and you could say first you have Moses, und man könnte sagen, dass man erst Moses hat, then you have Joshua. und dann hat man Josua. First you have Elijah, Erst hat man Elijah, then you have Elisha. dann hat man Elisa. First you have John the Baptist, Erst hat man Johannes den Täufer, then you have Christ. dann hat man Christus. First you have Elder Jeff, Dann hat man als erstes Bruder Jeff, then you have Elder Parminder. und dann hat man Bruder Parminder. A change of leadership within this movement. Ein Wechsel in der Leiterschaft oder Leitung dieser Bewegung. We could go to the Acts 27, Also wir könnten zur Apostelgeschichte 27 gehen. and what we saw Und was wir dort gesehen haben, was from Panium, ist von Panium, which is the midnight cry, welches der Mitternachtsruf ist, to shipwreck, bis zum Schiffbruch, which is the close of probation. welches das Ende der Gnadenzeit ist, You see an overturning sieht man eine Überwerfen and a rising up. und ein Aufkommen. It's the United States and the United States. Es ist die Vereinigten Staaten und die Vereinigten Staaten. Adventism and Adventism. Es ist Adventismus und Adventismus. But what we recognize in this time period Aber was wir in dieser Geschichte erkennen, is that there is a change in leadership dass es da eine Änderung in der Leitung gibt, that is now recognized. die nun erkannt wird. The change in leadership did not occur in 2018. Diese diesen Leitungswechsel, der kam nicht in 2018 auf. It happened 4 years before. Es war schon bereits 4 Jahre zuvor. But it's in this time period Aber es ist in dieser Zeitperiode, that Paul shows himself on the ship. dass Paulus sich selbst auf dem Schiff zeigt. It's recognized. Es ist erkannt. And you can see this on multiple levels. Man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen. What has Elder Parminder been introducing to this movement from 2014? Was hat Bruder Parminder seit 2014 in diese Bewegung eingebracht oder angefangen zu lernen? Parable teaching. Und zwar, das war Gleichnislehre. It has rules. Es hat Regeln. So people are confused Also Menschen sind verwirrt, by what it means to follow. was es bedeutet zu folgen. What does it mean to follow the leader? Was das bedeutet, den Leiter zu folgen. If you're following Christ, Wenn man Christus folgt, you followed him around dann ist man ihm as gefolgt, he did videos. wie er Videos gemacht hat. You listened to his words. Man hat seinen Worten gehorcht. You followed his methodology, Man hat seiner Methode gefolgt. and you learned about parables. Und man hat über Gleichnisse gelehrt. That's what it means Das ist es, was es bedeutet, to follow the leader. dem Leiter zu folgen. It means to sit at his feet. Es bedeutet, an seinen Füßen zu sitzen. To follow Christ
Christus zu folgen, they had to first sit at the feet of John the Baptist. mussten sie erst an den Füßen oder zu den Füßen von Johannes den Täufer sitzen. None of what I'm saying is anything new. Alles, was ich sage, ist nichts Neues. I'm just trying to make it clearer. Ich versuche es nur deutlicher zu machen. If you didn't follow, Wenn man nicht gefolgt ist you didn't listen, und man nicht zugehört hat, you came to the cross dann ist man zum Kreuz gekommen. and you did not understand Man hat dann nicht verstanden, because you hadn't listened to his parables. denn man hat nicht seinen Gleichnissen zugehört. We now have a much clearer understanding of how parables work. Jetzt haben wir ein viel deutlicheres Verständnis, wie Gleichnisse, wie diese funktionieren. The whole of the midnight cry is built upon parables. Der ganze Mitternachtsruf basiert auf Gleichnissen. Everything from Acts 27, Alles von Apostelgeschichte 27, which is a parable. welches ein Gleichnis ist. Pyrrhus is a parable. Pyrrhus ist ein Gleichnis. World War II is a parable. Der Zweite Weltkrieg ist ein Gleichnis. The Battle of Ipsus is a parable, Die Schlacht von Ipsus ist ein Gleichnis. as is the other three battles. Wie auch die anderen 3 Schlachten sind Revel- ein Gleichnis. Ja? Revolutions are parables. Revolutionen sind ein Gleichnis. Everything has been treated as a parable, Alles wird als ein Gleichnis behandelt. and then we've used the rules of parable teaching. Und dann haben wir die Lehren der Gleichnislehre angewandt. There are 4 battles: Da gibt es 4 Kriege oder Schlachten. Ipsus, Ipsus, Heraclea, Heraclea, Asculum, Asculum and Beneventum. und Beneventum. What we did Was wir getan haben, to understand the mode of warfare um die Kriegsführung zu verstehen, is take it back to 1989, ist, dass wir es zurück bis 1989 ziehen. because every one of our waymarks is a needle, Denn alle unsere Wegmarken sind eine Nadel and we want to thread it und wir möchten sie hier verbinden. through each of these waymarks. Durch jede dieser Wegmarken. This is how we create a story or a parable. Das ist, wie wir eine Geschichte oder ein Gleichnis verwenden. We don't create a parable Wir kreieren kein Gleichnis, by taking a date. indem wir ein Datum nehmen. Let's say we say 1991 1991 is 30 years ist 30 Jahre, to 2021. ist bis 2021. 30 years sounds like an important number. 30 klingt wie eine wichtige Nummer. Therefore, 1991 is 2021. Deswegen ist 1991 gleich 2021. 2021 is Panium. 2021 ist Panium. Is that okay? Ist das okay? Because we have a neat number Denn wir haben eine tolle Nummer, to tie the two. um die beiden miteinander zu verbinden. There's a problem. Da gibt es ein Problem. 1991 1991 is the death of the King of the South. ist der Tod des Königs des Südens. 2021, 2021 Panium, Panium is not the death, ist nicht der Tod, it's the deadly wound. es ist die tödliche Wunde. Already broken our rules of parable teaching. Wir haben bereits die Regeln der Gleichnislehre gebrochen. We have no consistent story. Wir haben keine durchgehende oder konsistente Geschichte. 1991 1991 does not symbolize Panium. tut nicht Panium symbolisieren. 1989 1989 is Panium, it's the deadly wound and the defeat of the King of the South. ist Panium, es ist die tödliche Wunde und die Niederlage des Königs des Südens. 1989 can be Raphia and or Panium, 1989 kann Raphia oder Panium sein, depending on the story we're creating. basierend auf oder davon abhängig, welche Geschichte die wir kreieren. If we're to do 30 years, Wenn wir 30 Jahre hier markieren wollen, 1989 to 2019, 1989 bis 2019, this is 30 years. dann sind das hier 30 Jahre. It's the birth of a priest. Es ist die Geburt der Priester. 2001, 2001 you turn 12. ist, dass man 12 wird. 2019, you're baptized. Da ist man getauft in 2019. Then you're spending 40 days in the wilderness. Dann tut man 40 Tage in der Wüste verbringen. Then you go to work. Und dann geht man
zur Arbeit. One consistent story. Eine konsistente Geschichte. This is using the rules of parable teaching. Das ist, dass man die Gleichnislehre benutzt und seine Regeln. This is not. Das hier nicht. It's based on numerology. Dies basiert auf Numerologie. This is not how we use numbers in this movement. Das ist nicht, wie wir Nummern in dieser Bewegung benutzen. What we use is parables. Was wir benutzen, sind Gleichnisse. And numbers can be part of that parable. Und Nummern können, Zahlen können Teil dieser Geschichte sein. But they're not always part of the parable. Oder Teil dieses Gleichnisses sein, aber nicht immer. So someone could come to this story Also jemand könnte zu dieser Geschichte hier kommen and say at Heraclea, und sagt das an Heraclea, there's a Roman legion. dass es da eine römische Legion gibt. Heraclea is 2018. Heraclea ist 2018 In 2018, und in 2018 you had the issue over sanctions. hatte man das Thema über Sanktionen. Therefore, Deswegen they say the Roman legion is sanctions. Heißt es, dass die römischen Legionen Sanktionen sind. Problem. Problem: Ipsus is 2016. Ipsos ist 2016. There's no Roman legion in 2016. Da gibt es keine römischen Legionen in 2016. And Obama placed sanctions on Vladimir Putin. Und Obama hat Sanktionen auf Wladimir Putin aufgelegt. This is breaking the rules of parable teaching. Das ist die Regeln der Gleichnislehre zu brechen. It happens more often Es passiert öfters and more easily than we might realize. und einfacher, wie wir es eventuell realisieren. The only way to be safe from it Die einzigste Art und Weise, davor sicher zu sein, is for every person of this movement, ist für jede Person, no matter how new you might be, egal wie neu man ist, to first of all als erstes follow the leader den Leiter zu folgen, who's teaching parables. der Gleichnisse lehrt. Follow the midnight cry, Dem Mitternachtsruf zu folgen, that is parables, welches Gleichnisse sind, and know the external history. und die externe Geschichte zu kennen. Unless you know there were sanctions in 2016, Und es sei denn, man weiß, dass die Sanktionen hier 2016 gab, you'll buy into this idea dann würde man diese Idee da praktisch ihr verfallen. because what they're then going to do Denn was sie dann tun würden, is say that sanctions are part of Asculum and Beneventum dass Sanktionen Teil von Asculum und Beneventum sein werden and the deciding part of that warfare. und auch das Entscheidende in diesem Krieg oder in diesen Schlachten. And what they've done, Und was sie getan haben, I know you can see sanctions in 1989. ich weiß, dass man Sanktionen in 1989 sehen kann, You're going to drop a couple of threads und dann tut man zwei Wegmarken sozusagen man tut zwei Maschen praktisch fallen lassen all the waymarks in between. und dann, go ahead, say the entire sentence. You're going to drop all the waymarks in between and come to Heraclea. Und man tut diese ganzen Maschen oder Wegmarken zwischendrin fallen lassen und dann kommt man zu Heraclea. Tie a new knot Dann tut man hier einen neuen Knopf was Neues aufwickeln and try to start another thread. und dann versucht man eine neue Masche hier zu ziehen. You either lose your thread or make a mess. Entweder tut man seine Masche komplett oder seine Schnur komplett verlieren oder man macht eine große Verwirrung oder verwurschtelt. You don't have to be long in this movement to recognize the difference. Man muss nicht lange in dieser Bewegung sein, um diesen Unterschied zu erkennen. I've had people come to me Ich habe Menschen, die zu mir gekommen sind, who've only watched some YouTube videos, die nur ein paar YouTube-Videos angeschaut haben, who aren't even in the movement, die noch nicht mal in der Bewegung sind. just deciding whether or not they want to be. Die entscheiden sich momentan, ob sie überhaupt dabei sein wollen. And they've said to me, Und sie haben mir gesagt, some of you are using one methodology, einige von euch tun eine Methode benutzen, this, das hier. and if that's what you're going to do in this movement, I want to join. Und wenn das was ihr in der Bewegung macht, dann möchte ich da Teil davon sein. But I see things like this happening, Aber ich sehe Dinge, dass sie passieren wie das. and I'm not sure anymore. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Now I don't know. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Do I even want to join? Möchte ich überhaupt noch Teil davon sein? Because I can agree with this, but I don't know why I can't agree with this. Ich kann mit dem übereinstimmen, aber ich weiß nicht, warum ich mit diesem hier dann nicht übereinstimmen And kann. I tell them they're right. Und ich sage ihnen, dass sie richtig sind. You can't agree with that.
mit dem kann man nicht übereinstimmen. You need to follow the leader, Man muss dem Leiter folgen, learn the rules of parable teaching, die Regeln der Gleichnislehre lehren and identify for yourself truth from error, und für dich selbst Wahrheit und Irrtum unterscheiden zu können. internally and externally. Intern und extern. So when we come to the Battle of Ipsus, Also wenn wir jetzt zur Schlacht von Ipsus kommen, we're treating it like this. werden wir es wie das hier behandeln. We've connected a thread from 1989 all the way through. Wir haben eine Schnur gespannt von 1989 bis den ganzen Weg hindurch, That's about information warfare. die um den Informationskrieg gehen. We've looked at multiple perspectives. Wir haben verschiedene Perspektiven betrachtet. Some of that information is irrelevant, Einige der Informationen ist irrelevant, just like a sheep's coat wie zum Beispiel die Wolle eines Schafes or weeds in the field. oder Unkraut in einem Feld. From our first perspective, Von unserer ersten Perspektive, Antigonus and Demetrius, Antigonus und Demetrius, Clinton and Trump Clinton und Trump, are not fighting each other. tun sich nicht bekriegen. They want something independent, which is control of the US government. Sie wollen etwas Unabhängiges, nämlich die Kontrolle über die US-Regierung. At the exact same time, Und zur gleichen Zeit they are fighting each other tun sie sich gegeneinander kämpfen. because the only person standing in Trump's way is Clinton. Denn die einzigste Person, die in dem Weg von Trump steht, ist Clinton. He has to destroy her. Er muss sie bekriegen oder bekämpfen. The statements sound like the direct opposite. Er muss sie besiegen, zerstören. Also die Aussagen scheinen komplett konträr zu sein. They are fighting, but they're not. Also sie kämpfen, aber sie tun es nicht. They're both correct, though. Sie sind beide dennoch korrekt. So what we need is multiple perspectives. Also was wir brauchen, sind mehrere Perspektiven. And for a battle 2,500 years ago, Und für eine Schlacht, die 2000 Jahre zurückliegt, to illustrate an American election, um eine amerikanische Wahl zu illustrieren, we're given two perspectives. wird uns zwei Perspektiven gegeben. We can see the new mode of warfare. Wir sehen die neue Art der Kriegsführung. Both perspectives give us the relationship between the king of the north and the king of the south. Beide Perspektiven geben uns die Verbindung zwischen dem König des Nordens und des Königs des Südens. Both perspectives show us the defeat of Antigonus, Beide Perspektiven zeigen uns die Niederlage von Antigonus the breaking of the Republican horn, und das Brechen des republikanischen Horns and the end of any hope of unifying the empire. und das Ende der Hoffnung, jemals das Reich wieder vereinen zu können. And then we also have a third perspective, Und dann haben wir auch eine dritte Perspektive, another parable entirely. ein komplett neues Gleichnis. World War II and the invasion of Poland. Der Zweite Weltkrieg und das Einfallen in Polen. So this has covered the history of Ipsus. Also das ist jetzt die Geschichte von Ipsus I'm going to rub out this side, und ich werde diese Seite jetzt hier das wegwischen. and then we will discuss the second battle of Heraclea. Und dann werden wir die zweite Schlacht behandeln, nämlich die Schlacht von Heraclea. So we've covered 2016. Also 2016 haben wir abgehandelt. It was an election year. Es war ein Wahljahr. It was the only battle where the king of the north and the king of the south are in allegiance. Es war die einzigste Schlacht, wo der König des Nordens und das König des Südens miteinander ein Bündnis hatten. Now you have the beginning of the rise of the king of the north. Nun hat man jetzt den Anfang des Aufkommens des Königs des Nordens. And you begin to see tension. Und man fängt jetzt an, Spannungen zu sehen. At Heraclea, In Heraclea, there's been a breakdown in the alliance between Pyrrhus and Demetrius. da gibt es einen Bruch zwischen dem Bündnis zwischen Pyrrhus und Demetrius. So on one board we'll do Ipsus, Also auf einer Tafel haben wir Ipsus behandelt and on this board Heraclea. und auf dieser Karte jetzt Heraclea.
If we were to talk about Heraclea, Wenn wir über Heraclea sprechen, that's the first battle between Pyrrhus and Rome. dann ist das die erste Schlacht zwischen Pyrrhus und Rom. I just want to remind us, Ich möchte uns daran erinnern, when it came to Heraclea, dass wenn wir über Heraclea, wenn man bis dahin hinkommt, it's an omega history, dass Heraclea eine Omega-Geschichte ist. which means it most closely typifies ours. Das heißt, es tut am ehesten unsere Geschichte widerspiegeln. What you have Was man hat, is the king of the north ist der König des Nordens, come against the king of the south, der gegen den König des Südens kommt and it's a victory for the king of the south. und es ein Sieg für den König des Südens ist. We drew that out from our parable. Wir haben das von unserem Gleichnis herausgenommen oder aufgezeichnet. We lined up those four battles Wir haben diese 4 Schlachten aufgezeichnet and our 4 perspectives, 2 alpha, 2 omegas. und unsere 4 Perspektiven, 2 Alpha und 2 Omega. The Battle of Heraclea Die Schlacht von Heraclea is an omega. ist ein Omega. So it's going to give us the correct perspective Es wird uns eine richtige Perspektive geben, of who initiates the conflict and who wins. wer diesen Konflikt eigentlich anfängt und wer ihn gewinnt. It's initiated by the king of the north and it's won by the king of the south. Der König des Nordens fängt diese Schlacht an und der König des Südens gewinnt sie. Then we could come to the alpha. Dann können wir zu dem Alpha kommen. This is Pyrrhus and Demetrius. Das ist Pyrrhus und Demetrius. The invasion of Thessaly. Und das Eindringen in Thessalonien. We would see this switched. Wir können das hier dann umgedreht sehen, So I'm just going to leave it out. also gewechselt sehen. Also werde ich es jetzt einfach weglassen. But what it shows us Was es uns zeigt, is that their alliance has begun to break down. dass ihr Bündnis anfing zu zerbrechen. Most of the information Das meiste dieser Information, that we can take to this battle welche wir über diese Schlacht rausfinden können, is from World War II, können wir vom Zweiten Weltkrieg uns herziehen. August of 1940. August 1940. If we go into the history of World War II, Also wenn wir jetzt zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs gehen, we know that in 1939 they had an alliance. dann wissen wir, dass 1939 sie ein Bündnis hatten. August of 1940, Und am August 1940 that alliance has broken apart. ist dieses Bündnis gebrochen. It's damaged. Es ist beschädigt. They had an alliance Sie hatten ein Bündnis in 3 parts. in 3 Teilen. One is non-aggression. Eins ist die Nicht-Angriffspraxis. The second part Der zweite Teil was a division into spheres of influence war eine Trennung in den Einflussgebieten of Eastern Europe. des Osteuropas. These are the 2 parts. Das sind diese 2 Teile. But then there's a third pact. Und da gibt es noch einen dritten Teil. That's the economic agreement. Und das ist die wirtschaftliches Übereinkommen. How they're going to support each other. Wie tun sie sich gegeneinander unterstützen? It's particularly Im Speziellen focused on the Soviet Union's trade to Germany. ist es fokussiert mit dem Handel von der Sowjetunion mit Deutschland. The sharing of resources. Sie tun die Ressourcen miteinander teilen. So this is the 3 parts of their alliance. Also das sind die 3 Teile ihres Bündnisses. When it comes to August of 1940, Und wenn es zum August 1940 kommt, it's the second part and the third part that have broken down. dann ist es der zweite und der dritte Teil, der gebrochen wird. The Soviet Union suspended its deliveries to Germany Die Sowjetunion hat aufgehört, ihre Materialien nach Deutschland zu bringen. particularly over a disagreement over the borders in the Balkans. Im Speziellen über Diskussionen oder Unstimmigkeiten über die Grenzen in dem Balkan.
was the spheres of influence they began to disagree over. Also sie fingen an, über die Einflussgebiete, dass sie fingen da an, sich nicht mal ganz einig zu sein. And the second part, Und der zweite Teil, Germany had fallen behind in delivering the goods required under the economic agreement. dass Deutschland angefangen hat, dass sie den Zahlungen nicht mehr nachkamen, die vereint waren unter dem wirtschaftlichen Aspekt. So August of 1940, Also im August von 1940 it's 2 and 3 ist es 2 und 3, that have been strained and broken down. die gestreckt und gebrochen wurden. This is a history of failure. Also das ist die Geschichte des Verfehlens. So here it's the king of the south that breaks it down. Also hier ist es der König des Südens, der die Abmachung sozusagen bricht. We have to go back to our Amiga history. Und wir müssen zurück zu unserer Omega-Geschichte gehen. So to not be confusing, I'll just talk of it as from the Amiga. Um jetzt nicht verwirrend zu klingen, werde ich es einfach so behandeln, als spreche ich über das Omega. There's a broken down alliance over spheres of influence and the economic agreements. Also da gibt es das Bündnis wird gebrochen bezüglich der, weil es Uneinstimmigkeiten über die Einflussgebiete gibt und der wirtschaftlichen Übereinkommen. For the month of August, Und in dem Monat August the Soviet Union stops delivering supplies. hört die Sowjetunion auf, Dinge zu Materialien rüber zu senden. At the end of August, Und am Ende vom August, there's a secret meeting. da gibt es ein geheimes Meeting, geheimes Treffen. They redrew the borders of the Balkans. Sie haben die Grenzen des Balkans neu gezeichnet oder neu gesetzt. Redrew their spheres of influence. Sie haben ihre Einflussgebiete neu besprochen. It was particularly the borders of Hungary and Romania. Im Speziellen waren das die Grenzen von Rumänien und Ungarn. Issues over Bulgaria. Und gab Diskussionen über Bulgarien. So they redrew these spheres of influence, Also haben sie ihre Einflussgebiete neu gezeichnet. and then they negotiated the economic agreement. Und dann haben sie die wirtschaftlichen Bedingungen neu behandelt oder neu besprochen. How Germany was to pay. Wie Deutschland zahlen sollte. The mode of warfare for our time is information Die Kriegsführung für unsere Zeit ist Information and cyber. und Cyber. So what we want to do, Also was wir tun möchten, so we want to go from the Battle of Ipsus, ist, dass wir von der Schlacht von Ipsus trace the history to Heraclea. die Geschichte bis zu Heraclea verfolgen wollen. So we want to go to 2016 Also wollen wir zu 2016 gehen and trace the alliance between Trump and Putin und das Bündnis zwischen Trump und Putin through to the end of 2018. bis zu dem Ende von 2018 verfolgen. In 2017, 2017, early on, it's in May. relativ am Anfang im Mai, We're just going to draw some dates. werden wir ein paar Daten hier aufzeichnen. It's May 11, 2017. Es ist am 11. Mai 2017. Donald Trump signs an executive order. Tut Donald Trump eine Executive Order. It's really just an order by the executive branch or by order of the president. Also es ist einfach eine Bestimmung von dem exekutiven Zweig. Es ist eine Anordnung des US-Präsidenten oder Verfügung des Präsidenten. It's called Strengthening the Cybersecurity Und es ist genannt, die Cybersicherheit zu stärken of our networks and industry. von unserer Netzwerken und Industrie, Infrastructure, sorry. also Infrastruktur. Does Donald Trump know
dass Donald Trump, weiß er, how Vladimir Putin helped him in the election? wie Wladimir Putin ihm in der Wahlen geholfen hat. Yes. Ja, They have worked together since 2014. sie haben zusammengearbeitet seit 2014. We can place that prophetically. Wir können das prophetisch so markieren. So Donald Trump knows how Putin helped him. Also Donald Trump weiß, wie Putin ihm geholfen hat. It was through hacking, Es war durch das Hacken, manipulating information Informationen zu manipulieren. over cyber networks. Und zwar, indem man Cybernetzwerke benutzte. And Donald Trump knows very well Und Donald Trump weiß sehr genau, what Putin used to help him, he can also use to attack him. was Putin benutzt hat, um ihm zu helfen, kann er auch benutzen, um ihn zu attackieren. Donald Trump has only been president for 3.5 months. Und Donald Trump war erst jetzt Präsident für 3,5 Monate, When he begins the process of making sure Putin can't do that. wo er den Prozess anfängt, dass sicher geht, dass Putin dies nicht tun kann. It all begins with this executive order Es fängt alles an mit dieser Präsidentenverfügung, to strengthen the cybersecurity of the United States. um die Cybersicherheit der Vereinigten Staaten zu bestärken. Now we're going to skip a lot of time. Also jetzt werden wir einiges an Zeit überspringen. It's July of 2018. Jetzt ist es Juli 2018. In July, Im Juli, there's a summit in Helsinki. there's a what? A summit. A summit. Da gibt es eine Versammlung in Helsinki. Trump and Putin meet. Trump und Putin treffen sich da. Prior to this meeting, Und vor diesem Gipfel, so heißt es im Deutschen, Trump attacks NATO, da tut Trump die NATO angreifen and many of the allies of the United States. und viele der Verbündeten der Vereinigten Staaten. He said in this quote, Und er sagte in diesem in this Zitat meeting, oder auf diesem Gipfel, that the United States and Russia were both to blame for the trouble in their relationship. dass die US sowohl auch Russland beide schuldig sind in den Problemen, die sie in ihrer Beziehung haben. He blamed the investigation into his election Er tut die Untersuchungen in seine Wahl beschuldigen, as being a cause of any problem there was with Russia. als die Ursache dafür für jegliches Problem mit Russland. Go back and watch the YouTube videos of that meeting. Schaut euch die YouTube-Videos über diesen Gipfel an. There's a name I want to mention. Das ist ein Name, den ich erwähnen möchte. We should all know who he is. Wir sollten alle wissen, wer er ist. His name is Bill Browder. Sein Name ist Bill Browder. I'm not going to go into his history here, Ich werde nicht jetzt in seine Geschichte eingehen, but he's one of the greatest enemies Vladimir Putin has aber es ist einer der größten Feinde, die Wladimir Putin hat. because he's responsible for much of the sanctions on Russia. Denn er ist verantwortlich für viele der Sanktionen, die auf Russland gelegt werden. And he travels the world pushing governments to introduce further sanctions. Und er tut die Welt bereisen, um noch weitere Sanktionen auf Russland auflegen zu können. They're called Magnitsky Acts. Sie werden Magnitsky-Pakte oder Akte benannt. Sergei Magnitsky was his lawyer. Sergei Magnitsky war sein Anwalt Vladimir Putin had him killed in a Russian prison. und Wladimir Putin hat ihn umgebracht in einem russischen Gefängnis. So this is why Bill Browder travels the world, Und das ist, warum Bill Browder die Welt bereist. trying to make sure no one forgets his lawyer who died. Und er geht sicher, dass niemand vergisst, seinen Anwalt vergisst, der gestorben ist. It becomes important in this meeting. Und es wird sehr wichtig in diesem Gipfel, der abgehalten wurde. What Vladimir Putin asks of Trump, Was Wladimir Putin von Trump fordert, the only thing that was spoken publicly that Vladimir Putin had asked of Trump, wo es veröffentlicht, also öffentlich, wo Putin von Trump gefordert hat, also das Einzige, was öffentlich gezeigt wurde, is for Russian intelligence agencies to be able to have access to Bill Browder. es ist, dass russische Informationsagenten
Zugang zu Bill Browder haben. If you followed the list of people Vladimir Putin has had killed, Also wenn man die Liste verfolgt, wo Putin Leute umbringt, you would know why Vladimir Putin wants access to this man. dann weiß man, warum Wladimir Putin Zugang zu dieser Person haben möchte. And it's the only thing spoken of publicly that Putin asked for. Und das ist das Einzigste, worüber Putin öffentlich oder was veröffentlicht wurde, worüber er nachfragt. In 2016, there was a secret meeting In 2016 gab es ein geheimes Treffen, in Trump Tower und zwar in Trump Tower with a Russian lawyer mit einem russischen Anwalt and members of Trump's campaign team. und Mitglieder der Kampagne von dem Team von Trump. I'll draw it over here. Ich werde es hier drüben malen, anzeichnen. 2016, 2016 there's a Russian lawyer. gibt es einen russischen Anwalt. I'll try and spell her name correctly. Ich versuche den Namen hier so richtig zu schreiben. Vasilnitskaya. Veselnitskaya. She has a meeting Sie hat ein Treffen with the most important members of Trump's campaign team. mit den wichtigsten Mitgliedern von der Kampagne, von dem Team der Wahlkampfteam. Paul Manafort. Mit Paul Manafort. We spoke of him when we spoke of Ukraine. Wir haben über ihn gesprochen, als wir über die Ukraine geredet haben. Jared Kushner. Jared Kushner. Donald Trump's son-in-law. Der Schwiegersohn von Donald Trump. Donald Trump's son. Donald Trump sein Sohn. Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. She had a meeting with these people. Und sie hatte ein Treffen mit diesen Leuten. It was kept secret. Und es wurde geheim gehalten. And then when it did become public, Und als es dann öffentlich wurde, how did Trump defend it? wie hat Trump es verteidigt? Donald Trump said this meeting Donald Trump hat gesagt, dass dieses Treffen was only about the adoption of Russian children. ging nur um die Adoptierung von russischen Kindern. That was a very poor attempt Das war ein sehr unglücklicher Versuch, to disguise its purpose. um seinen wirklichen Zweck zu verdecken. There's a problem Da gibt es ein Problem with the United States and Russia. mit den Vereinigten Staaten und Russland. Americans are not allowed to adopt Russian babies. Amerikaner, ihnen ist es nicht erlaubt, das russische Kinder zu adoptieren. Why? Warum? Because when Sergei Magnitsky, Weil als Sergei so Magnitsky, Bill Browder, als Bill Browder, when his lawyer died als his Anwalt gestorben ist and the United States introduced these sanctions und die Vereinigten Staaten seine Sanktionen angefangen haben, on Russia, also um sie auf Russland aufzuerlegen, Vladimir Putin responded hat Wladimir Putin geantwortet, in a very cruel way. und zwar in einer sehr grausamen Art und Weise. He said Americans were no longer allowed to adopt Russian children. Er sagte, Amerikanern ist es nicht mehr erlaubt, russische Kinder zu adoptieren. So all of the families who were in the process of adoption Also die ganzen Familien, die in dem Prozess waren, russische Kinder zu adoptieren, lost those babies. haben diese Kinder verloren. So adopting Russian children Also diese russischen Kinder zu adoptieren, was Vladimir Putin's response to sanctions. war Wladimir Putins seine Antwort oder Reaktion darauf auf Sanktionen. So this lawyer, Also dieser Anwalt, she has a purpose. sie hat einen Zweck. She's famous. Sie ist sehr bekannt. She travels the world. Sie tut die Welt bereisen, Everywhere Bill Browder goes, und zwar überall, wo Bill Browder hingeht, because she has a job by her boss denn ihr Boss hat ihr eine Arbeit gegeben, to attack Bill Browder um Bill Browder zu attackieren and have these sanctions removed. und dass diese Sanktionen wieder entfernt werden. So when she's meeting in a secret meeting Also wenn sie sich in einem Geheimtreffen prior to the election vor den Wahlen trifft, with Donald Trump's campaign team, und zwar mit Donald Trump sein Wahlkampfteam, talking about adopting Russian children, und es um den Versuch geht, russische Kinder zu adoptieren, what she's there to discuss is Bill Browder, dann was ist sie dazu da? Sie ist dazu da, über Bill Browder zu sprechen
and US sanctions. und US-Sanktionen. Because the economic agreement Denn das wirtschaftliche Übereinkommen for Donald Trump when he comes to power für Donald Trump, als er an die Macht kommt, is a removal of sanctions on the Russian government. ist für eine ist, dass er die Sanktionen auf die russische Regierung, dass er diese wieder wegnimmt. It was the subject of the meeting in 2016 Und es war die Thematik des Treffens im Jahre 2016, that became famous. welches sehr bekannt wurde. It was the subject in Helsinki in July 2018. Und es war auch die Thematik in Helsinki im Juli 2018. In this meeting, Und in diesem Treffen, after attacking his allies, nachdem er seine Verbündete attackiert hat, he had only praise for Vladimir Putin. hatte er nur Gutes zu sagen über Wladimir Putin. He refused to even recognize that Putin had interfered in the election. Er hat sogar abgestritten, dass er zuzugeben, dass Wladimir Putin in die Wahlen sich angemischt hatte. There's a famous US Senator, John McCain. Da gibt es einen sehr bekannten US-Senator, John McCain. I want to note that he's a Republican. Und ich möchte notieren hier, oder aufmerken, dass er hier Republikaner ist. And he said this meeting was a tragic mistake. Und er sagte, dass dieses Treffen ein tragischer Fehler war. No president ever before has subjected himself before a tyrant. Kein Präsident hatte sich jemals zuvor einem Tyrannen unterwerfen. Donald Trump abased himself before Vladimir Putin. Donald Trump hat sich vor Putin gedemütigt oder erniedrigt. So in July of 2018, Also im Juli 2018 you know that their alliance is strong. sieht man, dass ihre Allianz oder ihr Bündnis stark ist. They're acting like allies. Sie tun wie Verbündete sich begeben. Skip forward to September 21. Gehen wir vor zum 21. September. I want you to note Und ich möchte, dass ihr hier seht, this is already in the history of a school in Arkansas. dass das bereits schon die Zeit eines Semesters in der Schule in Arkansas ist. It starts to line up with our midnight cry. Und es fängt an, mit unserem Mitternachtsruf parallel zu sein. September 21, we begin to see a change. Am 21. September sehen wir, dass hier jetzt ein Wechsel nimmt. Trump unveils. Trump. Go ahead. He unveils the national cyber strategy. Er enthüllt die nationale Cyberstrategie. I want to quote a little from the forward of this strategy. Ich möchte ein bisschen aus diesen Strategie etwas zitieren. This was written by Donald Trump himself. Und dies wird von Donald Trump selber geschrieben. So he's taken this executive order, Also er nimmt diese Durchführungsverordnung turned it into a national cyber strategy. und hat sie in eine nationale Cyberstrategie geformt. The first cyber strategy that the US government has formed in 15 years. Und das ist die erste Cyberstrategie, die die Vereinigten Staaten seit 15 Jahren rausgebracht hat. The last one, I believe, was in 2003. Und ich glaube, die letzte war im Jahre 2003. He says with the release of this cyber strategy, Und er sagt, mit dem Veröffentlichen dieser nationalen Cyberstrategie the United States has its first fully articulated strategy in 15 years. hat die Vereinigten Staaten nun ihre erste völlig artikulierte Cyberstrategie seit 15 Jahren. We're going to defend our country Wir werden unser Land verteidigen, by protecting our networks, indem wir unsere Netzwerke verteidigen, our data, unsere Informationen oder all Data, all our innovations, Innovations, inventions. also unsere Erfindungen. We're going to punish those who use cyber tools against us. Wir werden diejenigen bestrafen, die Cyberwerkzeuge gegen uns verwenden. We're going to use the internet Wir werden das Internet benutzen, to be able to spread American influence. um den amerikanischen Einfluss zu verbreiten. Then he makes a very interesting statement. Und dann macht er eine sehr interessante Aussage. And this is what I think we've actually already used a couple of times before. Und das ist, wo ich glaube schon, dass wir es zweimal schon vorher benutzt haben. Vladimir Putin uses Donald Trump uses parable teaching. Donald Trump benutzt Gleichnislehre. He says that the rise of the internet
Er sagt, das Aufkommen des Internets paralleled the United States steht gleich mit dem, oder ist parallel der Vereinigten Staaten. Denn ist parallel mit dem Aufstieg der Vereinigten Staaten as the world's only superpower. als die einzigste Supermacht der Welt. What history is he going to? Also zu welcher Geschichte geht er? He's introducing a change in the cybersecurity of the United States. Er tut einen Wechsel hier anbringen über die Cybersicherheit He goes back to the rise of the internet der Vereinigten Staaten. Er geht zurück zu dem Aufkommen des Internets and he says the internet is important und er sagt, das Internet ist wichtig, because its rise happened at the same time as the United States became the world's only superpower. und er sagt, sein Aufkommen ist wichtig, weil es zur gleichen Zeit passiert wurde, als die Vereinigten Staaten zu der einzigsten Supermacht dieser Welt aufkamen. This is 1989 to 91 Das ist 1989 bis 1991. because it's the World Wide Web. Es ist nämlich das weltweite Web. It's proposed, Es wird vorgeschlagen, invented erfunden and released. und dann veröffentlicht. The United States is rising as the world's only superpower Die Vereinigten Staaten werden als erstes hier, die Vereinigten Staaten kommen hier auf als die einzigste Supermacht der Welt, because the Soviet Union was falling from 1989 to 91. denn die Sowjetunion fiel von 1989 bis 91. And prior to this, Und davor you have two superpowers. hat man zwei Supermächte, With the fall of the Soviet Union, denn mit dem Fall der Sowjetunion the United States became the only superpower, wurde die Sowjetunion die einzigste Supermacht, which we defined as a new world order. welches wir als eine neue Weltordnung betrachten. So Donald Trump is saying it's important Also Donald Trump sagt, es ist wichtig, for the internet in the United States dass das Internet in den Vereinigten Staaten to secure it and to use it after our own purposes, ist, um es sicherzustellen und auch zu benutzen für unsere eigenen Zwecke. because it's the key to being the only world superpower. Denn es ist der Schlüssel, um die einzigste Supermacht zu sein. Then he says something else interesting. Dann sagt er etwas anderes Interessantes. In Helsinki, In Helsinki Donald Trump made the claim hat Donald Trump die Aussage getätigt, that Russia had not interfered with Russia had not interfered with the election, und behauptete, dass Russland sich nichts mit seiner Wahl zu tun hatte und sich da nicht eingemischt hat, using the internet indem sie das Internet benutzen and cyberspace. und den Cyberspace benutzen. Then he says why he's introducing this new cyber strategy. Dann sagt er, warum er diese neue Cyberstrategie einführt. That's because there are countries Er sagt es, weil da Länder gibt, that would attack the United States over the internet die Vereinigten Staaten über das Internet angreifen würden, with a recklessness they would never consider in any other mode of warfare. mit einer Unfurchtsamkeit, die sie in einer anderen Art der Kriegsführung nie hätten. Also sie gehen da sehr stark vor, würden sehr stark vorgehen. And he lists 4 countries Und er tut 4 Länder auflisten, that do that. und die dies tun. The first is Russia. Das erste ist Russland. So by September, Also im September, for the first time, he's publicly recognizing für das erste Mal tut er öffentlich anerkennen, what Russia has been doing. was Russland getan hatte. Russia, China, Iran, North Korea. Russland, China, Iran, what was the last one? Und Korea, Nordkorea. This cyber strategy Also diese Cyberstrategie is to protect our country, ist, um unser Land zu beschützen, protect our prosperity, unser Wohlhaben zu beschützen and preserve peace. und Frieden zu behalten. To restraint against these 4 powers. Und diese 4 Mächte da zurückzuhalten. We're going to close in a prayer, Wir werden in einem Gebet abschließen, and when we come back, we will finish discussing Heraclea. und wenn wir zurückkommen, werden wir die Thematik Heraclea abschließen. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for our blessings. danke für unsere Segnungen. I pray that you will teach us. Ich bitte, dass du uns lehren wirst, May we understand your parables. dass wir deine Gleichnisse
verstehen können and how to use them. und wie wir sie benutzen können. Pray that you'll bless our day. Ich bitte dich, dass du unseren Tag segnest. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.